Hallo liebe Kochfreunde, ich bin der Matti, ich begrüße euch bei dieser Eiseskälte zu einem neuen Kochvideo. Heute werde ich euch wieder ein traditionelles Balkanrezept zeigen mit Maismehl. Heute kochen wir Kaçamak. Ja, Gerichte mit Maismehl oder Maisgrieß sind ja hier in Westeuropa nicht so bekannt und beliebt. In Osteuropa umso mehr und auf dem Balkan ganz besonders. Und ja, was ist Kaçamak? Das ist eine Speise aus Maismehl, aus weißem Maismehl. Hinzu kommen noch Kartoffeln. Das Ganze wird auf eine besondere Art gekocht. Und dann kommt ein schöner Überzug aus geschmolzenem Salzlakenkäse, Butterschmalz, Knoblauch und Paprikapulver. Ein sehr einfaches, traditionelles Gericht, das euch gefallen wird. Ja, und heute zeige ich euch das Originalrezept für Kaçamak aus Montenegro. Bleibt dran! Kommen wir nun zu den Zutaten. Ich habe hier 250 Gramm weißes Maismehl. Ihr könnt natürlich auch gelbes Maismehl verwenden, aber nach dem Originalrezept verwenden wir weißes. Dazu 2 mittelgroße Kartoffeln und einen Teelöffel Salz. Dazu kommt noch Wasser. Ich habe hier 1 Liter kaltes Wasser. Bei dem Rezept müsst ihr darauf achten, dass das Mischungsverhältnis zwischen Maismehl und Wasser exakt ist. Das beträgt 1:4. Das heißt, ich habe 250 Gramm Maismehl mal 4 sind 1000 Milliliter, ergibt 1 Liter Wasser. Die Kartoffeln habe ich geviertelt, gebe sie in einen Topf, gieße 1 Liter Wasser dazu, einen Teelöffel Salz und jetzt tue ich den Topf auf den Herd und warte, bis das Wasser aufgekocht ist. So, nachdem das Wasser aufgekocht ist, reduziere ich die Hitze auf ein Minimum und gebe nach und nach das Maismehl hinzu. Das macht ihr am besten mit einem Löffel und schaut, dass das Maismehl gleichmäßig an der Oberfläche verteilt wird. Noch etwas glatt streichen, so dass ihr eine möglichst gleichmäßige Oberfläche habt. Dann machen wir in die Mitte noch ein Loch hinein, sodass das Wasser rausfließen kann, am besten mit der Rückseite vom Holzlöffel. Und dann erhöhen wir die Temperatur ungefähr. Auf dem Herd ist es ungefähr die Stufe 3. Ja, bei dem Rezept ist es ganz wichtig, dass ihr das Maismehl nicht einfach so reinschüttet und umrührt. Das Maismehl wird schwimmend gekocht, das heißt, ihr gebt es peu à peu hinein, glättet die Oberfläche etwas, macht mit dem Holzlöffel ein Loch hinein, dass das Wasser rausquillen kann. Und so funktioniert quasi die Maismehlschicht als Deckel. Das Ganze wird schonend gegart, eine halbe Stunde, es kocht gut durch. Und es brennt nichts an. Das ist das Allerwichtigste. Und wie gesagt, jetzt lassen wir das Ganze auf niedriger Hitze 30 Minuten lang köcheln. Auf dem Herd ist es ungefähr die Stufe 3.
Nach 30 Minuten Kochzeit nehmt ihr den Kaczmarek vom Herd und nun ist es wichtig, das Ganze gut miteinander zu vermischen. Das macht ihr am besten mit einem Holzlöffel, weil es immer noch Fragmente von Maismehl gibt, die nicht durchgegart wurden. Mischt das Ganze 5 bis 10 Minuten lang gut durch, bis ihr eine homogene, feste Masse habt, die deutlich fester als die vom Kartoffelbrei ist. Dann setzt ihr den Deckel drauf, lasst das Ganze 10 Minuten lang ruhen und in der Zwischenzeit bereiten wir den Überzug bzw. die Soße zu. Für die Pawlaka bzw. den Überzug brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe hier 200 Gramm Salzlakenkäse, jeweils 1 Esslöffel Butterschmalz und Butter, 3 fein gehackte Knoblauchzehen und 1 Esslöffel Alewa Paprikapulver. Ja Leute, ein paar Anmerkungen noch zu den Zutaten. Ich habe euch ja gesagt, ich stelle euch das Originalrezept vor. Deswegen im Originalrezept nimmt man für die Pawlaka Schweineschmalz und kein Butterschmalz. Aber ich finde, mit Butterschmalz schmeckt das Ganze doch einfach besser. Der Knoblauch, der ist optional, könnt ihr auch weglassen. Aber ich finde Polenta-Gerichte ohne Knoblauch, Leute, das geht gar nicht. Da gehört eine ordentliche Menge Knoblauch hinein. Und ja, man verwendet edelsüßes Paprikapulver. Aber wie es euch beliebt, wenn ihr etwas mehr Pep in dem Essen haben möchtet, dann nehmt ihr eben scharfes Paprikapulver. So Leute, jetzt genug geredet. Fangen wir an, lasst uns doch den Überzug machen. Und dann zeige ich euch, was das für ein herrliches, einfaches Essen ist. Für die Soße gebe ich erst das Butterschmalz in die Pfanne. Wenn es sich aufgelöst hat, geben wir noch die Butter hinzu. Und dann geben wir den Salzlakenkäse hinein. So, der Käse wird angebraten, bis er etwas weich ist. Und dann geben wir noch den gehackten Knoblauch hinzu, verrühren das Ganze etwas. Und zum Schluss rüsten wir noch das Paprikapulver mit an. Ganz wichtig, zum Schluss dazugeben das Paprikapulver, da es leicht anbrennt. So, noch mal kurz verrühren. Und schon ist der Überzug für den Kaczmarek fertig. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie toll das schmeckt.
Ja, Kochfreunde, das war das Originalrezept für Kačamakvi in Montenegro. Ein sehr beliebtes Essen auf dem Balkan, wird sehr gerne zum Frühstück gegessen. Das macht dich satt, das gibt dir Power für den Tag. Du kannst die Soße etwas flüssiger machen, wenn du etwas Milch und Salz dazu gibst. Du kannst da geröstete Zwiebeln mit reinmachen oder Speck, angebratenen Speck. Ja Leute, Kačamak ist kein Gericht aus der Sterneküche, sondern ein einfaches, bodenständiges Gericht, das überaus lecker ist und wie gesagt die Schlange satt macht. Und es würde mich wirklich freuen, wenn ihr das mal nachkocht und mir mal ein Feedback gebt. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr das? Und vielleicht kennt ihr das Gericht ja und habt vielleicht noch andere Tipps oder Rezeptabwandlungen. Ich freue mich drauf. Ansonsten Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Matti.